Und damit geht es weiter mit einem neuen Achievement Hunting Video und heute geht es um eines der erfolgreichsten Sonic Games ever, nämlich Sonic Generations. Dieses erschien 2011 und erfreut sich nicht nur großer Beliebtheit, sondern bis zum heutigen Tag steht auch eine sehr große Mod-Community hinter dem Spiel, wodurch auch sehr bekannte Mods wie das Unleashed Project oder der Sonic 06 Mod zutage getreten sind, wo man Levels aus den ursprünglichen Spielen in Sonic Generations geportet hat. Die Liste an Mods ist sehr lang, aber es geht ja heute nicht um die Mods, sondern um die Errungenschaften. Falls ihr mal ein Video zu den Mods haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare und natürlich auch, welche ich mal vorstellen soll. Das Spiel verfügt über 49 Errungenschaften und keine Sorge, das Video wird deshalb nicht eine Stunde lang sein oder so, da man die meisten ja sehr gut zusammenfassen kann, was aus videoproduktionstechnischer Sicht ein großer Vorteil für mich ist. Verlieren wir doch keine Zeit und legen direkt los mit der ersten Errungenschaft. Die erste Errungenschaft, Vorhang auf, erhält man, wenn man gut ist, sogar innerhalb von weniger als einer Minute, da man dafür nur das erste Level, sprich Green Zone Act 1, abschließen muss. Sozusagen eine Errungenschaft, die komplett geschenkt ist. Die nächsten Errungenschaften fasse ich komplett zusammen, weil es am Ende auf das gleiche hinausläuft. In Sonic Generations gibt es insgesamt 9 Zonen und davon sind jeweils 3 aus der Classic, Dreamcast und Modern Ära. Dabei spielt man ja mit Classic Sonic das 2D-Level und mit Modern Sonic den Act 2, der aus einer Mischung aus 2D und 3D-Abschnitten besteht. Und wenn man beide Acts einer Zone abgeschlossen hat, bekommt man eine Errungenschaft, dass man die jeweilige Zone wiederhergestellt hat. Im Grunde sind diese auch mehr als geschenkt, aber Gamerscore-technisch beispielsweise macht das schon 135 Gamerscore-Punkte aus. Nimmt man doch gerne mal mit, oder? Und auch für die Bosse gibt es jeweils eine Errungenschaft, die ihr erhalten könnt. Und die sind auch mehr als geschenkt. Wobei der Act Raccoon etwas schwieriger ist, aber generell sind diese auch mehr als geschenkt. Die Ausnahme bildet hierbei der feine Boss, der Time Eater. Aber bevor ich zu dem komme, fällt euch auf, dass die meisten Errungenschaften mehr als geschenkt sind? Generell ist das Spiel nicht sonderlich schwer und rund 90% aller Errungenschaften sind auch einfach zu holen. Aber die schwierigen kommen dann in diesem Video zum Schluss. Durch das Besiegen der Bosse und den Abschluss aller normalen Acts erhält man dann alle 7 Chaos Emeralds, was eine weitere Errungenschaft freischaltet. Und wenn man dann den Time Eater besiegt hat, dann erhält man eine weitere Errungenschaft, dass man das Spiel komplett abgeschlossen hat. Also storytechnisch. Aber wer das jetzt einfach findet, zu dem Final Boss gibt es noch eine richtig eklige Errungenschaft, zu der wir aber erst am Ende des Videos kommen. Denn diese kann für wirklich sehr viel Frust sorgen. Bei den normalen Leveln, Bossen und Missionen gibt es für den Abschluss entsprechend Ränge. Um das mal ganz kurz zu erklären, für den S-Rang muss man bei den Akten und Bossen durch den Zeit- und Ringbonus mindestens 50.000 Punkte zusammenbekommen und man darf kein einziges Mal gestorben sein. Ansonsten bekommt man direkt nur den A-Rang. Generell erhöht der Perfekt-Bonus, so heißt es in dem Game, den Rang immer um eine Stufe. Bei den Missionen muss man diese nur innerhalb der vorgegebenen Zeit abschließen, um den S-Rang zu bekommen. Aber das ist hier in diesem Video nicht so relevant. Warum, erfahrt ihr gleich. Und für die S-Ränge gibt es einige Errungenschaften. Beim ersten S-Rang bekommt man eine und das Ziel ist es, dass man zumindest bei den normalen Acts alle S-Ränge holt. Im Laufe bekommt man 4 weitere Errungenschaften, wenn man 3, 7, 12 und schließlich alle 18 S-Ränge hat. Richtig gehört. Die Bosses sowie die Missionen werden dabei komplett ignoriert. Deshalb kann man die Missionen schon auf S-Rang spielen, aber mit Ausnahme für die 100% bringen diese gar nichts. Aber auch für die Mission gibt es 2 Errungenschaften. Eine, wenn man 45 der 90 Missionen abgeschlossen hat und eine, wenn man alle abgeschlossen hat. Zu den Missionen werde ich hier mal keine Tipps geben, weil das würde den Rahmen des Videos mehr als sprengen. Außerdem würde es nichts bringen, weil man braucht ja die S-Ränge nicht. Aber eine Sache muss ich noch dazu ansprechen. Im Verlauf der Story befreien wir ja Sonics Freunde und zu jedem gibt es eine Mission, wo wir mit denen zusammenarbeiten und eine, wo wir gegen die antreten müssen. Gerade die mit Vector hasse ich abgrundtief. Wird bestimmt bei einigen von euch auch nicht anders sein. Und wenn man diese Mission abgeschlossen hat, bekommt man eine weitere Errungenschaft. Abseits von den S-Rängen muss man auch alle roten Sternringe in den einzelnen Acts finden. Jeder Act hat 5 Stück, die mal offensichtlich und manchmal richtig fies versteckt sind. Und wenn man in allen Acts alle roten Ringe gefunden hat, bekommt man eine weitere Errungenschaft. Zu den roten Ringen gibt es noch etwas zu sagen, aber dazu gleich mehr. Denn durch das Sammeln der roten Ringe werden zudem weitere Errungenschaften freigeschaltet, weil für jede Zone gibt es eine spezielle Errungenschaft, die entweder Akt 1 oder Akt 2 betrifft. Und diese gehe ich jetzt mal ganz kurz durch. Bei der Green Zone muss man in Akt 1 die versteckte Sprungfeder in der Palme benutzen, um so den roten Ring zu bekommen. Falls es für einige zu schwierig ist, nutzt am besten den Donnerschild, den ihr euch in einer Mission bei City Escape freischaltet. Generell empfehle ich es, mit dem Donnerschild zu arbeiten, weil man auch so an höher gelegene Orte besser rankommt. In der Chemical Plant Akt 2 muss man das Level abschließen, ohne dabei ins Wasser zu fallen. Dabei ist es wichtig, dass man immer den oberen Weg nimmt, da man nur so das Wasser meiden kann. Die Wasserrutschen zählen dabei nicht, nur um die Frage mal zu beantworten. Die einzige Stelle, wo man aufpassen muss, ist der letzte 2D-Abschnitt, da dort das Wasser ständig steigt und man muss dabei immer die Wege gehen, mit denen man sehr schnell nach oben kommt. Und weil ich es etwas witzig fand, spielt den Abschnitt nicht mit Super Sonic. Vor allem dann nicht, wenn ihr euch die Errungenschaft holen wollt, denn dann passiert sowas.
Bei Sky Sanctuary muss man nur Akt 1 überstehen, ohne herunterzufallen, was nun wirklich einfach zu holen ist, wenn man sich den S-Rang holt. Weiter zum nächsten. Bei Speed Highway bekommt man die Errungenschaft, wenn man sich in Akt 2 den vorletzten roten Ring holt. Und der ist wirklich fies versteckt. Aber ich erkläre euch, wie man an den kommt. Wichtig ist dabei, dass ihr nach dem Abschnitt, wo ihr das Gebäude herunterlauft und das Parkhaus verlasst, dass ihr den abgesperrten Bereich rechts von euch verwendet. Dann muss man auf die Straße kommen und dann im 2D-Abschnitt immer den oberen Weg lang gehen, bis man zu einer Rakete kommt, die euch in einem 3D-Abschnitt abwirft. Dann lauft ihr einfach nur den Weg entlang und auf einem Dach findet ihr den roten Ring. Eigentlich sehr einfach, wenn man weiß, wie man zu dem roten Ring kommt. Bei City Escape muss man in Akt 2 einfach 30 Autos im ersten Abschnitt mit dem Bord rammen. Mehr nicht. Und die Errungenschaft ist, wenn man es mal so nimmt, sogar eine Referenz auf die Entstehungsgeschichte von City Escape in Sonic Adventure 2. Aber dazu könnte man glatt ein eigenes Video machen. Bei Caesar Hill hat die Errungenschaft endlich wieder mal was mit Akt 1 zu tun. Denn man bekommt diese, wenn man sich den 4. roten Ring holt. Und um den zu bekommen, muss man in dem offenen Abschnitt, wo man sich mit den Kanonen zu den verschiedenen Bereichen schießen lässt, immer den oberen Weg nehmen. An einer Stelle findet ihr dann eine brüchige Plattform, wo man dann in eine Wasserrutsche fällt und den Weg muss man dann folgen, um so in das sogenannte Geheimzimmer zu kommen. So heißt die Errungenschaft zumindest. Die letzten 3 zonenrelevanten Errungenschaften betreffen nur noch Akt 2. Warum Akt 1 danach keine Rolle mehr spielt? Keine Ahnung. Und bei Crisis City muss man den letzten Abschnitt überleben, ohne Schaden zu nehmen oder von etwas getroffen zu werden. Mein Tipp ist, einfach mal langsam den Weg entlang gehen. Dann passiert euch gar nichts. Bei Rooftop Run bekommt man diese für das Einsammeln des letzten roten Rings und diesen findet man im letzten Abschnitt, wenn man dem Luftschiff und den Aero-Chasern hinterherläuft. Nach dem Wechsel auf die rechte Seite muss man dann ganz rechts außen laufen, am besten mit dem Schnellschritt, und dann erhält man den roten Ring. Bei Planet Wisp muss man sich den 4. roten Ring holen und dafür muss man sich bei dem Ringturm, wenn man mit den Lochen nach links fährt, mit Hilfe des orangenen Wisps die eine Ringkette nach oben fliegen. Generell ist dieser Weg sehr wichtig, wenn man das Level auf Zeit spielt, da dieser schnellste Weg nach oben ist. Nur mal so am Rande. Kommen wir aber zu den restlichen Errungenschaften. Für eine muss man die Queen Hill Act 1 abschließen, ohne ein einziges Mal Schaden zu nehmen. Was eigentlich einfach sein sollte, weil ist ja auch das erste Level. Und wir bleiben bei der Zone. Für eine müsst ihr das Level in unter einer Minute abschließen. Was möglich ist, wenn man immer den oberen Weg nimmt und viel mit dem Spin Dash arbeitet. Genau deswegen meinte ich ja zu Beginn des Videos, dass die erste Errungenschaft in unter einer Minute zu schaffen ist. Für eine weitere Errungenschaft muss man insgesamt 100 Feinde besiegen, was nun mehr als geschenkt ist. Und wenigstens nicht so übertrieben, wie es bei Sonic the Hedgehog 4 Episode 1 der Fall war. Die nächsten 2 Errungenschaften betreffen Modern Sonic. In den Levels findet man an mehreren Stellen Regenbogenfelder oder auch Regenbogenringe, wo man, sobald man diese benutzt, Lufttricks ausführen kann, um so die Boostanzeige aufzuladen. Und für eine Errungenschaft muss man 7 Tricks in der Luft ausführen. Für eine weitere Errungenschaft muss man in einem Akt 2 alle Moves von Sonic ausführen, sprich Dampfen, Wandsprünge und auch der Lichtgeschwindigkeitssprint. Ich habe diese beispielsweise in Speed Highway bekommen, aber auch in anderen Leveln kann man diese Errungenschaft erreichen, wenn man dort auch alle Aktionen ausführen kann. Zurück zu den roten Ringen. Für jeden roten Ring bekommt man ja auch immer einen Sammelgegenstand und auch über die Missionstore bekommt man diese, wenn man diese abgeschlossen und die Musiknote eingefangen hat. Hat man alle Sammelgegenstände, bekommt man eine weitere Errungenschaft. Durch die roten Ringe erhält man auch neue Fähigkeiten und diverse Missionen schalten auch weitere im Shop frei. Wenn man sich alle Fähigkeiten geholt und freigeschaltet hat, bekommt man die nächste Errungenschaft. Ich sollte aber erwähnen, dass man eine erst bekommt, wenn man den Final Boss besiegt hat. Man muss auf der Hubworld auch einmal mit Sonics Freunden reden, sobald man diese befreit hat, damit man eine weitere Errungenschaft bekommt. Ganz wichtig, ihr müsst mit beiden Versionen von Tails reden, ansonsten zählt es nicht. Super Sonic habe ich ja schon erwähnt. Und es gibt eine Errungenschaft, wo man ein Level als Super Sonic abschließen muss. Dabei ist es komplett egal, ab welchem Zeitpunkt man zu der Transformation greift. Und natürlich vermeidet, dass sowas passiert. Und jetzt kommen wir endlich zu der schlimmsten Errungenschaft des Spiels. Keine Kratzer. Bei dieser müsst ihr den Time Eater besiegen und das ohne Schaden zu nehmen. Klingt erstmal relativ einfach. Aber so einfach ist die Sache echt nicht. Denn zum einen dürft ihr die ganzen Elemente von den Stages, die euch entgegenkommen, nicht berühren, weil das auch als Schaden zählt. Und ich meine, ihr dürft den Rand der Röhre auch nicht berühren. Klingt verrückt, ist es aber. Zudem rate ich immer im 3D-Abschnitt zu bleiben, weil ihr so den Angriffen besser ausweichen könnt. Die Ausnahme bildet den Laserangriff bei der dritten Runde. Da rate ich, dass ihr während Eggman diesen auflädt in den 2D-Abschnitt wechselt und dann wieder zurück. Und wenn ihr das geschafft habt, dann erhaltet ihr die Errungenschaft. Nehmt das aber bitte nicht auf die leichte Schulter, weil je näher ihr am Time Eater seid, desto schlechter könnt ihr den schwebenden Stage-Teilen ausweichen, weil die durch den Time Eater einfach durchfliegen und ihr dann kaum Zeit zum Reagieren habt. Also vorsichtig spielen ist hier angesagt. Die letzten Errungenschaften betreffen den Online-Modus.
Bei diesem müsst ihr einmal einen 30-Sekunden-Test absolvieren und beim Ranglistenangriff bei allen Acts einmal eine Zeit einsenden, was jetzt nicht die große Hürde ist. Für die Xbox-Spieler unter euch, dafür braucht ihr kein Xbox Live Gold. Nur mal so gesagt. Bei der PlayStation solltet ihr eigentlich dann auch kein Abo benötigen. Und das waren alle Errungenschaften. Im Grunde sind fast alle wirklich einfach zu holen. Manche sind auch etwas anspruchsvoller, wie die S-Ränge oder die eine für den Time Eater, aber generell kann man sagen, dass alle durchaus machbar sind. Und damit sind wir am Ende des Videos. Was ist eure Meinung und Erfahrung zu den Errungenschaften? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao!